Die thermischen Eigenschaften, die Schwingungsdämpfung, die hohe Eigenstabilität, die mechanische Bearbeitbarkeit in höchste Präzision und natürlich die Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen beim Reiztech Videoblog und schön, dass du auch wieder da bist, René. Ja, ich freue mich auch, immer wieder schön bei dir zu sein. Vielen Dank. Wir haben uns beim letzten Mal ja über die Gründe von Granit im Maschinenbau unterhalten. Und ich würde heute gerne mal Beton und Granit mit Stahl im Maschinenbau vergleichen. Doch jetzt zuerst mal meine Frage, von welchem Beton reden wir denn hier? Also es handelt sich nicht um so einen ganz normalen Beton, wie wir ihn zu Hause kennen, wenn wir mal da den Speiß anmischen und eine Mauer hochziehen, sondern das ist ein sehr hoch verdichteter Beton, der sich selbst verdichtet. Das kann man sich so vorstellen, es gibt eine genau definierte Sieblinie, da wird der Zement zugefügt und dann ein Fließmittel, da kommt kein Wasser in dem Sinne rein. Und das Fließmittel, das bindet die Körner dann so, dass sie halt optimal die Struktur miteinander verbinden. Dadurch wird erreicht, dass der Beton eine sehr hohe Dichte hat und von den Eigenschaften sehr nahe an die des Granites kommt. Wie nennt man den Beton dann? Ja, bei diesem Beton spricht man von einem UHPC-Beton. Das kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie Ultra High Performance Concrete. Okay, schwieriges Wort. Dann schauen wir uns doch jetzt mal ganz gezielt den Granit und den Beton im Vergleich zum Stahl an. Was sind da die Vorteile? Bei Granit und bei Stahl handelt es sich um mineralische Werkstoffe, die ähnliche Eigenschaften haben. Und wie schon beim Granit erwähnt, liegt der größte Vorteil bei den thermischen Eigenschaften der Werkstoffe. Bei den thermischen Eigenschaften sind es einerseits die Temperaturausdehnungskoeffizienten. Da hat Granit den kleinsten von den drei Werkstoffen mit 6 mal 10 hoch minus 6 pro Kelvin. Das habe ich mir von unserem ersten Gespräch natürlich schon gemerkt. Ja, der Vorteil beim Beton liegt dann wieder darin, dass er mit 11 mal 10 hoch minus 6 Kelvin sehr nahe am Stahl liegt und in der Kombination mit dem Stahl da sehr geeignet ist. Und ansonsten sind die herausragenden Eigenschaften eigentlich nicht im Ausdehnungskoeffizienten zu suchen, sondern in der Wärmeleitfähigkeit und der Wärmekapazität der Materialien, die dazu führen, dass mineralische Werkstoffe wie Beton und insbesondere Granit sehr träge auf Temperaturschwankungen reagieren. Um das mal zu verdeutlichen, ich habe ein Stahlgestell und ich öffne jetzt das Fenster und habe auch noch die Tür geöffnet. Es entsteht in meinem Raum ein Luftzug, ein gleichmäßiger. Der streift mein Maschinengestell und tut es punktuell temperaturlich verändern. Das heißt, punktuell verändert sich mein Stahlgestell aufgrund der Wärmeleitfähigkeit relativ schnell. Mineralische Werkstoffe reagieren da sehr träge und diese Einflüsse spielen dort weniger eine Rolle. Okay, also das heißt, wir haben Punkt 1, die thermischen Eigenschaften. Ja. Was gibt's noch? Ja, das zweite sind die Schwingungsdämpfungen, die hervorragend sind. Nehmen wir mal metallische Werkstoffe als Beispiel. Wir schlagen Metall an. Dann habe ich einen hellen, nachklingenden Klang. Das wird zum Beispiel ausgenutzt bei Kirchenglocken, um da mittels der Resonanz Lautsignale zu erzeugen. Beim Beton oder beim Granit ist das nicht der Fall. Wenn ich dort anschlage, dann gibt es einen dumpfen Klang und sofort verhallen die Schwingungen. Daran ist es eigentlich zu sehen. Und so ist das dann auch im Maschinenbau. Fremd einwirkende Schwingungen auf das Gestell werden gedämpft und gemindert. Also die Schwingungsdämpfung wäre dann der Vorteil 2. Gibt es noch weitere Vorteile? Ja, wir hatten es ja auch schon im ersten Thema. Granit ist ja Millionen Jahre alt und liegt im Grunde genommen ausgeruht in der Erde.
Er ist sozusagen spannungsfrei. Es ist wie wenn du früh aufstehst, hast eine gute Nacht, bist du total entspannt und frisch. Also so wie jetzt quasi. Ja, so wie jetzt. Okay, Punkt 3, die Spannungsfreiheit. Was gibt es noch? Was kannst du mir noch erzählen? Ja, ein wesentlicher weiterer Vorteil von mineralischen Werkstoffen und Granit ist die mechanische Bearbeitbarkeit. Metall ist auch mechanisch bearbeitbar, allerdings entsteht bei der Bearbeitung, insbesondere bei der spanenden Bearbeitung von metallischen Werkstoffen, ein sehr hoher Bearbeitungsdruck und dadurch wird auch eine enorme Wärmemenge in das Werkstück eingetragen, was während der Bearbeitung zu permanenten Verformungen führt. Das ist beim Granit ausgeschlossen. Hier arbeiten wir mit Diamantwerkzeugen ohne Druck und sehr hoher Zufuhr von Kühlschmierstoff in Form von Wasser. Und der thermische Eintrag in den Werkstoff ist vernachlässigbar und somit ist die Grundbearbeitung, die mechanische Grundbearbeitung schon viel genauer als im Stahl möglich. Und hinzu kommt dann noch die mechanische, händische Nachbearbeitung in Form von Leppen, in der dann der Werkstoff im Mühbereich, im unteren Mühbereich nachbearbeitet wird. Also könnte man es so mit Präzision umschreiben? Ja. Okay. Jetzt neben der Präzision, welche Vorteile gibt es denn noch für den Kunden? Ja, für den Kunden ist natürlich neben Präzision, Genauigkeit und Dynamik immer mehr das Thema Nachhaltigkeit. Hier ist darauf hinzuweisen, dass Granit aufgrund, dass es ein natürlicher Werkstoff ist, der ohne Veredelung vorhanden ist, zu einer wesentlich besseren CO- und Energiebilanz als beim Stahl kommt. Stahl wird aus Eisenerz gewonnen durch enorme energetische Aufwände. Und auch im Recyclingprozess wird Stahl durch hohe energetische Aufwände zurückgewonnen. Jetzt muss ich mal kurz mitzählen. Das waren jetzt, glaube ich, 5 Eigenschaften. Gibt es noch etwas, was du da hinzufügen magst, oder war es das? Das sind die 5 Haupteigenschaften, die zum Tragen kommen. Es gibt natürlich auch noch solche Soft Facts, die natürlich in verschiedenen Branchen nicht ganz unerheblich sind, wie mineralische Werkstoffe sind nicht leitend, mineralische Werkstoffe rosten nicht und mineralische Werkstoffe sind beständig gegen viele aggressive Medien. Und ich glaube, Reitz ist da als Experte natürlich immer gerne für Sie da. Nochmal ganz präzise auf den Punkt gebracht. Sag mir bitte nochmal die 5 großen Vorteile von Granit und Beton gegen Stahl. Ja, die 5 wesentlichen Vorteile von mineralischen Werkstoffen gegenüber Stahl sind die thermischen Eigenschaften, die Schwingungsdämpfung, die hohe Eigenstabilität, die mechanische Bearbeitbarkeit in höchste Präzision und natürlich die Nachhaltigkeit. René, dann erklär mir doch mal kurz und knapp dein Fazit. In welchen Bereichen sind denn Granit und Beton dem Stahl vorzuziehen? Ganz kurzes Fazit, immer dann, wenn es um sehr hohe Genauigkeiten geht, wenn es um dynamische Prozesse geht und natürlich, wenn wir die 1,5 Grad Temperaturerwärmung der Erde im Auge behalten wollen. Und das wollen wir doch alle. Dann vielen Dank, dass du wieder da warst. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Ich bedanke mich. Und wenn Sie weitere Informationen brauchen oder die Experten von Reitz Natursteintechnik nochmal kontaktieren möchten, wie immer finden Sie die Daten jetzt eingeblendet. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Es lohnt sich.